Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Battle News. Alles rund ums Battlefield Franchise. Heute geht es einmal mehr natürlich um Battlefield 2042. DICE hat nichts angekündigt und dann trotzdem den Patch rausgehauen. Patch 4.1 ist am Start. Da gehen wir einmal drüber. Zusätzlich gibt es neue Informationen, wann denn jetzt endlich mal die Season 1 starten wird. Und sie haben noch eine, nicht unwesentliche Änderung, würde ich mal sagen, beim All-Out Warfare-Modus reingehauen, was die Spielmodis betrifft. Also da geht man jetzt dann doch ein bisschen mehr ein auf das Thema Spieleranzahl und Modi. All das im heutigen Video. Ich freue mich, wenn ihr wie immer mit am Start bleibt. Beginnen wollen wir also mal mit dem wichtigsten Thema, Patch 4.1. Ihr erinnert euch nach Patch 4.0, da ist einiges offen geblieben. Natürlich haben sie auch wieder einige Bugs mit ins Spiel reingeschlichen und es sind mehrere Dinge aus diesen Community-Schleifen, was denn zu verbessern sein würde oder was man verbessern könnte, dann in das Spiel mit eingeflossen. Die wichtigsten Änderungen werden wir uns jetzt heute mal gemeinsam, wie gesagt, anschauen. Die Gesamtpower auf jeden Fall vom SG36, also das obernervige Wachsystem von Boris, wurde reduziert. Gestern zumindest, ich sag mal so, ich habe nicht lange angetestet, aber das, was ich so gemerkt habe, war jetzt definitiv nicht der Fall. Aber auf jeden Fall soll da was geändert werden. Da schauen wir mal im Verlauf des Games, wie das Ganze sich dann auch auswirken wird. Angel wird mit seinen Versorgungstaschen keine Panzerplatten mehr bereitstellen, also All-Panzerung für ihn die ganze Zeit ist auf jeden Fall jetzt mal Ende. In jedem Fall sind es zwei Änderungen, die definitiv Sinn machen, weil sowohl das SG36 Wachsystem als auch dieses permanent auf Plates unterwegs sein schon ziemlich krass war. So, zusätzlich haben sie noch etwas an den Waffen und dem Basisrückstoßverhalten verändert, dass die jetzt wohl besser kontrollierbar sind. Das betrifft vor allem die DMRs, in Verbindung dann natürlich auch mit den neuen Aufsätzen. Also die sollen jetzt ein bisschen besser handelbar sein, dass so dieser zweite Schuss nicht komplett in die Prärie geht. Ich weiß nicht, auch das werden wir einmal antesten, weil natürlich so eine DMR kann schon so sehr, sehr stark sein und wenn die dann durchgetriggert werden wird und je nach Schadensmuster, da erinnere ich mich so an diese Möchtegern-Sniper-Gewehre ZH29 aus Battlefield 5, dann ist das natürlich auch ultra nervig. Gut, dann gibt es natürlich wieder ellenlange Patch-Notes, wo wir uns jetzt einfach mal ein bisschen exemplarisch was rausziehen werden, was in jedem Fall interessant sein könnte. Auch hier starten wir mal mit ein paar allgemeinen Changes. Also Fahrzeugzielempfindlichkeit im freien Schauen bei Transportfahrzeugen soll jetzt wie vorgesehen funktionieren. Vielleicht schaffen sie es auch mal, das im gestorbenen Bildschirm, wenn man sich umschaut, auch mal anzupassen, weil da ist immer Empfindlichkeit 3000 am Start. Die Zielhilfe, also sprich Aim Assist auf bewegliche Ziele wurde verbessert. Da bin ich ja mal gespannt. Das kann ultra nervig sein, wenn das zu stark ist. Wir werden sehen. Und die Zielhilfe soll Zielen innerhalb dünner Hindernisse nicht mehr erfassen. Whatever that means. Also das wird halt auch bedeuten, dass man jetzt keinen Aim Assist durch Wände bzw. durch dünne Eigenschaften hat, weil das entspricht ja dann auch so ein Mini-Wallhack. Eingabeverzögerungen werden runtergesetzt und irgendwie soll alles besser performen. Audioverbesserungen, das betrifft Portal-Modus im 1942 und Battlefield 3 Erlebnis ist da ein bisschen was geändert worden bzw. optimiert worden. Ich finde so das Audio-Erlebnis an sich gar nicht so schlecht, auch in Battlefield 2042 an sich, vor allem die Steps, die hört man schon fast zu gut, also auch irgendwie nachvollziehbar, dass es jetzt da nicht die großen Änderungen gibt. Im Portal-Modus soll es jetzt korrekte Animationen von den Helden geben, den Helden sage ich schon, ihr wisst, unsere Operator. So, also die Animationen wollen wir sowieso nicht sehen und die Sprüche auf gar keinen Fall, also das nehmen wir einfach mit, würde ich sagen. Dann haben wir noch einiges an Gadget-Verbesserungen, was jetzt Treffereigenschaften etc. betrifft, also das soll uns mal nicht so sehr belasten. Auf die Map-Änderung, da kommen wir separat noch drauf, also kommen wir jetzt mal spezifisch auf die Waffenverbesserung seit dem Update 4.0. Also hier soll es einige fehlerhafte Werte in den Schadenstabellen gegeben haben, aufgrund die Veränderungen dann nicht mehr so gegriffen haben, beziehungsweise die Werte auch durcheinander geraten sind. Also das soll jetzt wieder zurückgedreht sein, beziehungsweise richtig gestellt sein und die Rückstoßauswirkungen sollen sich auch wieder reduziert haben. Also da haben sie jetzt wieder zurückgepatcht. Da weiß ich nicht so ganz. Also könnte jetzt alles so ein bisschen zu sehr in Richtung Laserbeam gehen, was die Änderung betrifft. Aber wir werden sehen.
Wie gesagt, das Thema DMRs, die sollten jetzt richtig stark sein, weil sich auch nochmal der horizontale, also von links auf rechts, Rückstoß beim zweiten Schuss reduziert hat. Also da müsste man jetzt eigentlich sehr, sehr gut beamen. Die Unterlauf-Aufsatzanimation verzögert jetzt nicht den Waffeneinsatz, das finde ich sehr gut. Und dann haben wir noch die ein oder andere Änderung spezifisch an den Waffen, die gehen wir jetzt auch einmal kurz durch. AC42, absolutes OP-Teil. Ultra nervig, Distanzschadenabfall auf größere Entfernungen wurde erhöht. Gut, das schauen wir uns auf jeden Fall an. AK-24, halbautomatischer Feuermodus ist entfernt worden. Dafür ist die Salvenkadenz auf 900 Bullets per Minute erhöht worden. Also 900 im Vergleich zu 1200. Ja, das könnte man eigentlich mal ausprobieren. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Das NTV 50, also das Anti-Material Scharfschützengewehr, hat jetzt einen höheren Schaden auf Fahrzeuge. Auch da schauen wir uns auf jeden Fall auch im Gameplay mal mit an, wie sich das auswirkt. Bei der PKP, also auch so ein gern genutztes Teil, da wurde der Rückstoß erhöht. Auch das kann man mal machen. Und bei der SFAR oder SCAR, ich muss einfach SCAR sagen, weil für mich ist es eine SCAR, aber ihr wisst, welche Rifle ich meine. Da wurde der Schaden auf kurze und mittlere Distanzen erhöht und da bin ich mal sehr gespannt. Also wirklich von 20 Metern jetzt 5 statt 4 Kugeln. Okay, damit sagen sie quasi, ab 20 Meter ist dann hohe Distanz, braucht man jetzt 5 statt 4 Kugeln und das spricht dann auch für den Distanzschadenabfall. Dann nochmal zur SVK, also wie gesagt, der horizontale Rückstoß ist reduziert worden, damit man Folgetreffer besser landen kann. Da bin ich ja mal, wie gesagt, gespannt. Das könnte schon krass werden. Distanzschadenabfall wurde ebenfalls erhöht bei einer DMR. Gut, sollte in Kombination dann mit dem einfachen Folgetreffer funktionieren. Wir werden auch das natürlich wie immer ausreichend testen. Gut, und abschließend kommen wir noch zu dem einen oder anderen Fahrzeug. Ja, also M5C Bolt, der wurde jetzt in die Klasse der gepanzerten Fahrzeuge geschoben, also nicht mehr in der Transportfahrzeugklasse. Das heißt, da darf man jetzt kämpfen mit dem Panzer und dem Anti-Air-Vehikel. Zusätzlich wurden noch einige Anpassungen vorgenommen, was jetzt wie viele Bodenfahrzeuge auf welcher Map vorhanden sind. Also grundsätzlich ist das mal alles eher reduziert worden, um da vielleicht das Gameplay oder das Infanterie-Gameplay ein bisschen zu fördern. Wobei wir alle wissen, gutes Infanterie-Gameplay ist auch mit mehreren Fahrzeugen möglich, sofern halt die Waffen passen bzw. die Maps passen. Gut, Leute, also ist jetzt natürlich nicht der Big Change, was jetzt neue Content betrifft, sondern ist halt wieder ein bisschen mehr Balance, ein bisschen mehr Funktionalität ins Game zu bringen. Es wird rumgedoktert, insbesondere eben auf den Spielmodi. Da werden wir jetzt nochmal drauf eingehen. Da gibt es nämlich wirklich keine unerheblichen Changes dazu. Im Endeffekt Haufen Patch Notes, wie sich das Ganze spielt, werden wir noch ausreichend bis zur nächsten Woche testen. Wird auch den einen oder anderen Livestream dazu geben. Also schaut auch gerne auf Twitch mit rein. Einer der ersten Links in der Beschreibung. Und weil wir gerade beim Thema Änderungen bzw. Changes sind im Update 4.1, gehen wir noch einmal auf die Änderungen der Spielmodi ein. Und zwar gibt es einiges in Richtung 128 Spieler. Da ist nämlich der Durchbruchmodus 128 Spieler komplett entfernt worden. Also der existiert nicht mehr und das Ganze ist gechanged worden. Man kann jetzt entweder die Karten auf Basis 128 Spieler mit 64 Spielern spielen oder regulär 64 Spieler auf 64er Maps. Das Ganze unterscheidet sich eben je nach Karte, also ausrangiert, Manifest, Orbital und Kaleidoscope wird zukünftig immer nur 64 Spieler auf dem Spielfeld von 128er Karten haben und auf Sanduhr, Umbruch, Neuanfang wird der kleinere 64er Kartenausschnitt, also das Kartenlayout eben angesetzt. So, müssen wir mal sehen, wie sich das spielt, also da reagiert man jetzt und rudert auch schon ein bisschen zurück, was eben die 128 Spieler betrifft. Keine Ahnung, es wird jetzt die Welt nicht verändern, aber ich denke, es ist nicht der schlechteste Ansatz, das zu machen. Ob 64 Spieler dann auf den riesen 128 Spielerkarten Sinn macht, wahrscheinlich läuft man sich wieder zu Tode. Wir werden sehen. Gut, und zuletzt gehen wir mal auf den erwarteten Termin zur Season 1 ein. Oder beziehungsweise wartet da überhaupt noch jemand drauf? Weil, wenn wir die Spielerzahlen und so anschauen, da, schlimmer als die Börse aktuell. Also, da geht es ordentlich nach unten. Nichtsdestotrotz da ist zumindest so was Halboffizielles gesagt, dass es wohl Anfang Juni mit der Season losgehen wird. Also haben sie in Kombination mit den Patch Notes mitgeteilt, dass voraussichtlich, immer Vorsicht, voraussichtlich Anfang Juni
die Season 1 wohl starten wird. Also es wird bei DICE mit Sicherheit dann Ende Juni werden, so wie wir es kennen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Und da soll es ja mindestens eine neue Map und einen neuen Operator, vielleicht auch 2 geben. Vielleicht überraschen sie uns auch und es gibt ein bisschen mehr von dem, was es geben wird. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran, weil wenn sie an dem Spiel was machen, dann ist es in erster Linie mal Bugs und Fixes und das Spiel irgendwie noch so umzudrehen, dass es in Zukunft auch spielbar sein wird. So, Leute, damit seid ihr jetzt wieder auf dem aktuellen Stand. Patch Notes sind natürlich unten verlinkt, da könnt ihr euch das nochmal in Ruhe reinziehen. Ja, so habt ihr jetzt das Ganze im Audio-Modus mitverfolgen können. Ich habe ein bisschen meine Meinung dazu gesagt. Jetzt ist wie immer eure Meinung gefragt. Ich freue mich auf euer Feedback in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne einen Daumen nach oben dalassen und ein kostenloses Abonnement. Und damit wünsche ich euch jetzt noch eine gute Restwoche. Starte mir schön ins Wochenende rein und wir sehen uns zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Haut rein und bis dann, euer A-Team.